Du stellst ChatGPT eine simple Frage. Du bekommst eine Antwort, die perfekt klingt. Du kopierst sie in eine Mail, in ein Angebot oder in eine Präsentation und 2 Stunden später merkst du, die Zahl stimmt nicht. Die Quelle existiert nicht. Der Schluss ist komplett Bullshit. Das passiert gerade jeden Tag in Unternehmen und das nicht gerade aus Dummheit, sondern weil KI extrem überzeugend formuliert. Auch dann, wenn sie rät. Und genau deshalb brauchst du heute 2 Dinge. Einen klaren Blick auf das, was KI wirklich kann und einen noch klareren Blick auf ihre Grenzen. Ich bin Felix. Ich arbeite in KI-Projekten und baue selbst KI-Produkte. In diesem Video bekommst du 5 Learnings, die dir im Alltag sofort helfen. Du verstehst den Unterschied zwischen Daten und Urteilskraft. Du siehst, warum generative KI so stark wirkt. Du kennst die technischen Baustellen. Du bekommst eine saubere Einordnung zu AGI und du definierst deine Rolle im Zusammenspiel Mensch und KI so, dass du profitierst. Starten wir mit dem ersten Learning. Daten, Information, Wissen, Weisheit. Und wo KI heute steht. Weil viele Diskussionen kippen, wenn wir 4 Dinge durcheinander werfen. Daten, Informationen, Wissen und Weisheit. Nimm diese Zahlen. 10, 6, 42, 8. Das sind erstmal nur Daten. Roh, ohne Bedeutung. Sobald ich sage, das sind Altersangaben von Menschen in einem Raum, wird es Information. Du hast Kontext und plötzlich heißt die Zahl etwas. Wenn du jetzt sagst, die meisten sind unter 21, machst du Wissen daraus. Du erkennst ein Muster. Und wenn du daraus arbeitest, dann plane ich das Programm so, dass es für diese Altersgruppe passt. Kommst du bei einer Weisheit raus. Du triffst ein Urteil mit Blick auf Konsequenzen. Ich finde das ein anschauliches Bild und das ist der Punkt. KI ist brutal gut bei Daten und Informationen. Sie findet, sortiert und formuliert schneller als jeder Mensch. Bei Wissen wird sie immer besser. Sie erkennt Muster, schlägt Optionen vor und vergleicht Varianten. Aber bei Weisheit wird es heikel. Werte, Verantwortung, langfristige Folgen und echte Abwägungen kann dir kein Modell abnehmen. Da sitzt du am Steuer. Für immer. Das zweite Learning. Vor ein paar Jahrzehnten sagten viele sehr sicher, Computer werden nie komplex denken, nie natürlich sprechen, nie kreativ sein. Dann kam Schach. Deep Blue schlägt 1997 Garry Kasparov. Das war für viele ein Schock. Heute nutzen Unternehmen Optimierer und Planungsalgorithmen, die Touren rechnen, Bestände planen und Produktionsreihenfolgen verbessern. Das wirkt unspektakulär. Es spart aber echte Stunden, echte Kosten und echten Stress. Dann kam Sprache. Lange glaubten viele, Maschinen verstehen die Sprache sowieso nicht. Heute schreibst du in normalem Deutsch, mach mir daraus eine Angebotsstruktur, kürze es auf 120 Wörter und behalte den Ton seriös. Und das Modell liefert. Oft erstaunlich gut. Das ist der Grund, warum generative KI gerade so viel Rückenwind hat. Sie fühlt sich an wie Kommunikation. Und Kommunikation ist für Business alles. Und ja, Kreativität gehört inzwischen auch dazu. Bilder, Texte, Konzepte, Musik. Du siehst Ergebnisse in Sekunden, wo du früher Stunden gebraucht hast. Viele sagen dann, das ist doch nur Mischung. Klar, Menschen mischen aber auch. Wir nennen es Erfahrung, Stil und Vorbild. Der Unterschied liegt in Geschwindigkeit und Menge. Das verschiebt Workflows. Also, wenn dir heute jemand sehr sicher erklärt, was KI niemals können wird, hör genau hin. Oft spricht da kein Wissen. Da spricht Gewohnheit. Learning Nummer 3. Jetzt kommt die Grenze, die dir im Alltag am häufigsten wehtut. KI halluziniert. Generative Modelle sind Wahrscheinlichkeitsmaschinen. Sie setzen Wort an Wort, weil es statistisch passt. Meistens passt es so gut, dass du beeindruckt bist und dann kippt es. Dann erfindet das Modell eine Quelle oder eine Norm oder eine Studie und es schreibt es so, als wäre es ein Fakt. Aber das ist sehr gefährlich, weil du es ungeprüft teilweise nutzt. Du kannst das in den Griff bekommen, wenn du sauber arbeitest. Du verlangst Belege. Du lässt dir Zitate mit Fundstile geben. Du prüfst kritische Aussagen am Original. Und wenn du mit internen Dokumenten arbeitest, nutzt du RAG, also Antworten aus deinen Dokumenten statt aus Weltwissen. Dann kontrollierst du, woher die Aussage kommt. Die zweite Baustelle ist hier die Effizienz. Große Modelle kosten Rechenleistung, Geld und Energie. Für viele KMUs ist das kein theoretisches Thema. Das ist Budget, das ist Latenz und das ist Datenschutz. Darum gewinnt in der Praxis oft der Ansatz, so klein wie möglich, so gut wie nötig. Ein kleineres Modell, ein klares Ziel, saubere Daten. Das bringt mehr als immer das größte Modell. Und die dritte Baustelle ist das Gefühl von Verstehen. Chatbots wirken empathisch. Sie reagieren passend. Sie können sogar trösten. Das fühlt sich menschlich und gut an. Trotzdem bleibt es eine Mustererkennung.
Das Modell erlebt nichts. Es berechnet, welche Antwort zu deiner Stimmung passt. Du kannst das nutzen, zum Beispiel für Coaching-Fragen oder Lernpläne. Du darfst es nur nicht mit Wahrheit verwechseln. Learning Nummer 4. Jetzt zum Teil, der weiterhin seit 2 Jahren in den Schlagzeilen ist. Thema AGI. Heute sind die meisten Systeme stark spezialisiert. Sie schreiben Texte und analysieren bombastisch Code. Sie schreiben Code, erzeugen Bilder und strukturieren Wissen. Sie wirken breit, aber sie haben klare Grenzen. AGI meint dabei ein System, das über viele Domänen flexibel lernen, Probleme verstehen, Ziele ableiten und in unterschiedlichen Situationen stabil handeln kann. Ungefähr auf menschlichem Niveau. Ob das genauso kommt, wann es kommt und wie es aussieht, kann dir niemand mit Datum nennen. Die Forschung läuft im Jahr 2026 und Fortschritt passiert. Aber zwischen beeindruckend und zuverlässig in jeder Lage liegt ein sehr großer Schritt. Dann kommt die Frage nach Bewusstsein. Da reden wir schnell über Philosophie. Modelle können so schreiben, als würden sie verstehen. Sie können Argumente aufbauen und sich selbst korrigieren. Das beweist aber kein inneres Erleben. Es zeigt nur, Sprache lässt sich sehr gut nachbilden. Und dann das Thema Urteilskraft. Bei subjektiven Fragen wie gute Führung oder gute Strategie kann KI dir Beispiele geben, Risiken auflisten und Optionen strukturieren. Die Entscheidung hängt aber an Werten, Kontext und Verantwortung. Und genau da bleibt die Grenze hart. Du musst die Verantwortung tragen. Learning Nummer 5. Wenn du KI richtig einsetzen willst, hilft eine simple Trennung. Du definierst das Was und das Warum. Du setzt Ziele, du entscheidest, was dir wichtig ist und du trägst das Risiko. KI hilft beim Wie. Sie macht Vorschläge, erzeugt Varianten, fasst zusammen und vergleicht, simuliert und automatisiert eine Routine. Damit das im Alltag funktioniert, brauchst du 3 Gewohnheiten. Erstens, du baust Grundverständnis auf. Du weißt, wie Modelle grob funktionieren und warum Halluzinationen entstehen und wo Daten herkommen. Das reicht schon, um Fehler früher zu erkennen als 80% deiner Kollegen. Zweitens, du trainierst deinen Prüfreflex. Wenn du mit Geld, Recht, Kunden oder Gesundheit zu tun hast, prüfst du Aussagen wie bei einem Praktikanten. Freundlich, aber extrem konsequent. Drittens, du baust Prozesse statt Zauberei. Das heißt, du definierst klare Inputs und klare Outputs. Klare, deterministische Regeln. Dann wird KI verlässlich. Dann wird sie im Team skalierbar. Und jetzt noch ein Punkt, den ich in der Unternehmensberatung gelernt habe. Die besten Jobs bekommen nicht die Leute, die KI extrem feiern. Auch nicht die, die KI ablehnen. Die besten Jobs bekommen die, die KI führen. Nimm diese 5 Learnings erstmal an. Du jagst keinem Hype hinterher. Du fürchtest dich nicht. Du nutzt KI dort, wo sie stark ist. Und du stoppst sie dort, wo sie rät. Du sparst Zeit bei Routinen, erhöhst Qualität bei Entwürfen und triffst Entscheidungen weiter mit klarem Kopf. Das wird jetzt erstmal nicht deine Welt verändern, aber ich bin mir sicher, dass es sie auf jeden Fall zu einem Positiven bewegt. KI kann mittlerweile sehr viel. KI irrt aber auch sehr selbstbewusst. Sei dir klar, dass du verantwortlich bleibst. Die Verantwortung spiegelt sich auch im beruflichen Alltag wider. Wie das in 2030 aussieht, habe ich in diesem Video besprochen. Wir sehen uns dort. Bis gleich.